dass wir irgendeine Methodik finden wollen, die wir immer wieder benutzen können. Und sehr praktisch ist es dann natürlich, wenn wir irgendwelche Basistechniken nehmen, sei das einfach ein Zuki, sei das ein Soto-Uke, sei das ein Age-Uke, und dass wir die versuchen dann auf verschiedenste Angriffe halt anzuwenden. Und wie gesagt, mein Notfallhammer, den ich eigentlich immer so abrufen kann, ist für mich halt immer ein Soto-Uke mit einem Tetsui und gefolgt von einem Yakutsuki. Und da können wir jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, wenn er seitengleich mein Handgelenk zum Beispiel greift, dann haben wir alle schon mal geübt mit dem Ranziehen und hier rausziehen. Das ist für mich nichts anderes als diese Soto-Uke-Geschichte. Ich kann hier meine Soto-Uke machen und könnte hier zurückarbeiten, wobei ich das vielleicht gar nicht muss, weil das gar kein heftiger Angriff ist. So, wenn er diagonal greift, kann ich auch hier sagen, ich möchte einen Soto-Uke machen, nämlich hier. Da ist der Soto-Uke auf seinem Arm und dann kann ich hier zurück, da ist mein erster Schlag, mein zweiter Schlag. Ich kann das auch mal ganz kurz die andere Seite zeigen, dann müssen wir uns nicht umdrehen. Das heißt, T bleibt, ne? Also ich versuche ihn quasi so ein bisschen aus der Balance zu bringen. Hier kommt mein Soto-Uke, da. Und dann, je nachdem wie ich stehe, vielleicht passt es da, vielleicht passt es da, ja? Vielleicht beide. Ja? Dann habe ich jedes Mal Soto-Uke. Wenn er am Gewehr fasst, bleibt es wieder gleich. Ich kann hier wieder eine Soto-Uke machen, komme hier zurück. Aber wenn er mit dem anderen Arm greift, ich muss nicht mal die Seite wechseln, sondern ich kann sagen, es funktioniert auch natürlich von außen. Zack, 1, 2, ja. Immer das Gleiche. Er greift mit beiden am Gewehr. Auch hier, ich verändere das minimal. Wenn ich jetzt nur von der Seite komme, muss ich viel Kraft aufwenden und hoffen, dass ich stärker bin als er. Wenn ich aber einfach ein bisschen höher gehe und jetzt hier wieder meine Soto-Uke mache, dann habe ich beide Arme kurzzeitig eingeklemmt. Auf dem Rückweg ist sogar ein Ellbogen noch mit drin. Tetsui, Yakutsuki. Gleiche Spiel mit dem ganzen Gewürge. Wenn es beide Arme sind, ist es genauso wie beide Hände am Gewehr. Hier oben, zack, da. Wenn es ein Arm ist, ist es genauso wie ein Arm am Gewehr. Zack, zack, zack. Ja? So, selbst wenn er von der Seite wirkt, machen wir es mal gerade so rum, wir haben alle schon mal das hier gesehen, wo wir hier unten arbeiten. Wenn ich jetzt aber sage, ich will den Soto-Uke nochmal verwenden und gucken, ob der da auch funktioniert, dann mache ich den Soto-Uke von hier. Soto-Uke, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir den Arm nicht kaputt machen. Dann habe ich kurz einen Hebel, da passt es, der Yakutsuki passt auch. Ja? Was haben wir noch? Von hinten würden, ne? Wenn er jetzt den Arm rummacht, ich gehe hier rein, dass ich die Luft verschaffen kann, das, und auf jeden Fall gehe ich mit meinem Körpergewicht nach unten lassen. Jetzt hat der Soto-Uke, das ist mein Soto-Uke-Arm, der hat diese Rotation. Ne? Ich rotiere also hier hin, ja? Und er hängt jetzt gerade noch dran. Ne? Jetzt würde ich halt so ein paar Richtungswechsel machen. Jetzt müssen wir nur aufpassen mit deinem Arm. Ne? Mach den mal lieber locker, sonst mache ich was kaputt. Ne? Hier ziehe ich den raus und normalerweise würde ich hier wieder zurückgehen. Das. Und was mache ich da? Ich zeige es mal ganz kurz trocken. Hier, Rotation 1. Und jetzt mit dem Zug nach da, wenn ihr so wollt, Tetsui Yakutsuki, wo er halt aber dranhängt. Ne? Ja, das ist so eine Idee, wie wir halt so eine Basistechnik dann benutzen können. Und es spielt halt eben keine Rolle, welche Basistechnik ihr nehmt. Es kann sein, dass man nicht auf jeden Angriff damit eine Lösung dann findet, aber wahrscheinlich findet man sehr viel. Wir hatten eben auch gesagt, wenn wir nochmal das einarmige Greifen machen und sagen, wir gehen vom Yakutsuki aus, den jeder gerne hat. Hier ist Sikite, boom. Ja? Ist doch klar, gar kein Problem. Ne? Diagonal greifen. Hier ist Sikite, da ist mein Zuki. Ne? Wenn beide Arme greifen, kann ich wieder einen Hikite machen und einer schiebt, dann bin ich hier drin, haben wir bestimmt schon mal gesehen, um dann irgendwie einen Wurf anzusetzen oder unten zu arbeiten. Ne? Das heißt aber, ich habe wieder meinen Zuki. Beim Würgen haben wir auch alle schon mal gemacht, dieses da reindrücken. Ich muss nicht diesen Punkt finden. Ne? Wenn ich jetzt einfach dahin gehe und schlage da drüber, habe ich nur einen Yakutsuki gemacht. Ja, also ich habe im Prinzip Yakutsuki und egal was er da jetzt gemacht hat, das ist mir total egal. Ne? Und da ist es jetzt zum Beispiel, da kommen wir wahrscheinlich bei dem Bürger an die Grenze. Ne? Jetzt da ist vielleicht doof,
Aber wir können ja mal überlegen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel drin bin und sage, okay, ich kann den zwar nach vorne, der bringt mir nichts, aber der nach hinten, ne, Hikiti, ja, da war ein Marcel. Ne? Und jetzt tausche ich, dann ist er da. Ne? Das ist die Rückholbewegung. Also auch vielleicht eine Möglichkeit, mit dem Yakuzuki zu arbeiten, um darauf zu antworten. Und so weiter und so fort. Das kann man mit jeder Basistechnik halt ausprobieren und findet dann ganz, ganz, ganz viele Sachen, wo man eigentlich nicht groß komplizierte Kombinationen machen muss, sondern mit so einer einfachen Technik, die man ganz am Anfang halt schon gelernt hat, halt das Ganze verteidigen kann.